Herzlich willkommen zur Präsentation meiner Bachelorarbeit mit dem Titel Digitale Barrierefreiheit im E-Learning. Best Practice, Beispiele und Richtlinien für Autoren. Diese Bachelorarbeit wurde in der Firma Carl Zeiss AG erarbeitet. Laut dem Statistischen Bundesamt haben 9,4% der Deutschen eine Schwerbehinderung. Damit alle Personen die gleiche Weiterbildungsmöglichkeiten haben, müssen E-Learnings barrierefrei sein. Hierfür benötigen die Autoren eine Anleitung zur Erstellung von barrierefreien E-Learnings. Diese sollten auf das verwendete Autorentool abgestimmt sein. Da bei Zeiss das Autorentool Articulate Storyline 360 für die E-Learning-Erstellung verwendet wird, ist das Ziel dieser Arbeit die Erstellung eines Autorenleitfadens zur Verbesserung der Barrierefreiheit von E-Learnings im Autorentool Articulate Storyline 360 anhand eines Praxisbeispiels. Nach einer Recherche zum Thema startete ich mit der Identifizierung von Barrieren im vorhandenen E-Learnings. Hierfür führte ich den BITV-Test anhand eines möglichst repräsentativen E-Learnings durch. Hierbei wurden 18 Barrieren bezüglich Alternativtext, Kontrast, Untertitel, Tastaturnutzbarkeit, Screenreader-Nutzung und Einstellungen der Textansicht gefunden. Zusätzlich befragte ich 5 Menschen mit Behinderungen mittels Interviews und Fragebögen bezüglich deren Barrieren in bereits absolvierten E-Learnings. Hierbei wurden 7 Barrieren bezüglich Textalternativen für Audio- und Videoinhalte, Kontrast, Position, Größe und Ausführbarkeit der Bedienelemente, fehlende Hardwareunterstützung und fehlende Informationen zu den Barrierefreiheitsfunktionen aufgedeckt. Die identifizierten Barrieren nutzte ich für die Erstellung des Autorenleitfadens. Für jede Barriere suchte ich eine Möglichkeit, wie diese im Autorentool behoben werden kann. Daraus erstellte ich eine 13-seitige Schritt-für-Schritt-Anleitung. Hier ist eine Seite des Leitfadens abgebildet. Darauf ist beschrieben, wie der Alternativtext in Articulate Storyline 360 korrekt angewendet wird. Die Screenshots sollen den Autoren helfen, die Anleitung schnell und einfach umsetzen zu können. Zusätzlich zu dem Autorenleitfaden schrieb ich der Firma Articulate Vorschläge zur Verbesserung der Barrierefreiheit für ihr Autorentool. Um den Leitfaden an die Bedürfnisse der Autoren anzupassen, führte ich Nutzertests mit anschließendem Interview durch. Hierfür erstellten die Autoren ein kleines barrierefreies E-Learning mit Hilfe des Leitfadens. Anschließend wurden Fragen bezüglich der Anwendbarkeit des Leitfadens gestellt. Die Evaluation fand als iterativer Prozess statt, was bedeutet, dass die Ergebnisse nach jedem Durchlauf in den Autorenleitfaden eingearbeitet wurden und anschließend der überarbeitete Leitfaden getestet wurde. Das Fazit der Arbeit ist, dass das Ziel erreicht wurde und die Autoren den Leitfaden als gut anwendbar bewerteten. Sie sagten alle aus, dass sie den Autorenleitfaden in Zukunft nutzen werden.